Ich fliege jetzt gleich nach Helsinki und da holen wir morgen früh Stammzellen ab und fliegen die dann morgen über Frankfurt nach Basel. Nicolas Kipping unterstützt Ärzte und Wissenschaftler im Kampf gegen Krebs. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber das Problem ist, dass halt auch die Uhr tickt mit der Box. Das heißt, wir müssen im Zeitfenster das Ganze abgeben. Dementsprechend müssen wir nur hoffen, dass es jetzt nicht noch Stau gibt. Seine Fracht hochsensibel. Müssen wir uns erstmal anmelden, weil die Sendung natürlich nicht durch die Röntgenmaschine darf. Wird langsam eine knappe Nummer. Bus fährt ab. Das regnet ja ganz schön da draußen. Man muss da schon aufpassen, weil ja auch Elektronik mit drin ist. So, jetzt wäre das schon ganz gut, wenn wir langsam reinkommen. Hektik in der größten Frachthalle am Flughafen. Nachts über kommen etwa 300 bis 350 LKWs. Martin Kuberczyk und sein Team kontrollieren 500 Tonnen Fracht täglich. Wir sind 500 Mann im Dreischichtsystem, 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen. Sie liefern in 100 Länder, beladen 100 Airlines. Ist doch schon ganz schön voll hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt noch durchkomme. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Der Frankfurter Flughafen meldet täglich mehr als 150.000 Passagiere. Unter ihnen sind auch Onboard-Kuriere. Sie begleiten eilige Fracht in Passagierflugzeugen weltweit und retten damit auch Menschenleben. Terminal 1, Abflughalle. Nicolas Kipping steht fast jede Woche vor der Faltblatttafel. Ich fliege jetzt gleich nach Helsinki und da holen wir morgen früh Stammzellen ab und fliegen die dann morgen über Frankfurt nach Basel. Jetzt haben wir noch eine Stunde bis zum Abflug. Ich würde sagen, wir beeilen uns mal und gehen zum Check-in unserer Sicherheitskontrolle. Der 26-Jährige ist heute als Kurier unterwegs. Eigentlich ist er Geschäftsführer. Wir sind ein Dienstleister für zeitkritische Logistik. Das heißt Flugzeugcharter, Onboard-Kurier, schnelle Luftfracht. Und ab und zu, so wie jetzt auch heute, kommt es auch mal vor, dass man dann noch mal selber auf den Flieger springt. Gerade wenn da spezielle Einweisungen erforderlich sind. Nicolas läuft gerne im Windschatten von Piloten. Er wäre beinahe selbst einer geworden. Ich habe tatsächlich damals nach der Schule eine Ausbildung zum Verkehrspiloten angefangen, die dann aufgrund von Corona leider unterbrochen werden musste. Dann habe ich mich dazu entschieden, ein klassisches BWL-Studium mit Schwerpunkt Immobilien anzufangen. Und dann kam das irgendwann so, dass wir ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Und ja, jetzt stehe ich hier. Und ist hauptberuflich als Vielflieger unterwegs für seine eigene Firma. A50, da sind wir doch. Heute fliegt er nach Finnland. Seine Firma ist in Frankfurt. Er wohnt in der Nähe von Hamburg. Und was macht er sonst noch außer Reisen? Ich bin nebenbei noch bei der Feuerwehr und fahre nebenbei noch ab und zu ehrenamtlich Rettungsdienst. Das ist schon was Schönes, wenn man mal eine Sendung transportiert, wo man weiß, dass man damit was Gutes bezweckt. Ja, mit den Stammzellen ist das natürlich nochmal was auch mir persönlich damit nochmal sehr am Herzen liegt. Das macht nochmal umso mehr Spaß. Er kennt fast jeden Schalter am Flughafen. Ich komme so auf 60 Flüge im Jahr. Guten Flug. Danke. Als Onboard-Kurier transportiert Nicolas eilige Fracht als Passagier. Heute Stammzellen. Doch die muss er noch abholen. In Finnland, in Helsinki. Verkehrspilot wird er nicht mehr, sagt er. Aber fliegen tut er trotzdem. Im Moment genieße ich das Fliegen privat als Privatpilot, aber kommerziell ist das Thema für mich erstmal Geschichte. Er chartert Sportflugzeuge, gerne dort, wo ihn sein Job hinführt. Amerika, Italien, Spanien, Karibik. Als Kurier war er schon auf allen Kontinenten. Vor 2 Wochen hat er Stammzellen nach Boston geliefert. Einer seiner Mitarbeiter ist aktuell auf dem Weg nach Mexiko. Auftraggeber sind Kliniken und Labore. Seine Firma organisiert Hotel Hi. und Flug. Turn crew, all doors with flight. Es geht gleich los und ich wünsche Ihnen einen schönen Flug mit uns. Hallo, April, Lufthansa Lima Tango Fox 224, request push.
Die Flugzeit bis Helsinki 2 Stunden und 30 Minuten. Ja. Mit 19 fliegt Nicolas seinen ersten Kurierauftrag. Am Tag, wo ich meine Abi-Noten bekommen habe, habe ich meinen ersten Auftrag geflogen von Hamburg nach Porto mit Teilen für die Automotive Industry. Ich habe das dann auch während meiner angefangenen Pilotenausbildung weitergemacht. Bin dann auch während des Studiums die ganze Zeit als Kurier geflogen. Also ich bin fast an die 500 Aufträge insgesamt geflogen, also wirklich viel, auch gerade während Corona. Dann habe ich die richtigen Leute getroffen und so sind wir dann 2022 an den Start gegangen. Ortswechsel. Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen. Die Zentrale von Nicolas Firma. One box, 2 kilograms, okay. Un paquete? Pro Tag haben sie 60 Kurieranfragen. Wir setzen den Kurier mit rein, da sind wir schneller bei der Verzollung. Gracias, ciao. It was a client willing to send a shipment, a package from China to Monterrey, Mexico. They want it as soon as possible and we are going to check options for them. German Air, this is Felix. Sie transportieren alles an Fracht, die es eilig hat. 15 Angestellte arbeiten rund um die Uhr an 3 Standorten: Frankfurt, Hongkong, Mexiko. Wir hatten mal ein Ersatzteil für ein Kreuzfahrtschiff irgendwo kurz vom Amazonas. Da geht es dann auch mal mit 3-4 Mal Umstieg hin und wirklich alles dabei. Das macht es aber spannend, weil man weiß halt nie, was kommt. German Air, this is Felix. Alright. From Guam to Seattle, of course, Mexico. Alright. Sie sollen Stammzellen nach San Francisco liefern. Start wäre in Guam, eine Insel im Pazifik. 2 Tage Anreise. Die große Challenge, einen passenden Flug zu finden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einen Kurier zu finden, der eben auch verfügbar ist, so kurzfristig. Das können wir ganz gut darstellen, weil wir ein relativ großes Kuriernetzwerk weltweit haben. Das sind ungefähr 1200 Kuriere, die sind weltweit verteilt, das sind alles Freelancer. Felix Deutscher ist auch Geschäftsführer, einer von 3. Nicolas und er hatten die Geschäftsidee auf einem Flug nach Los Angeles. Ich war damals beruflich für meinen vorherigen Arbeitgeber auf dem Weg nach LA und der Nico war als Kurier auf genau dem gleichen Flieger. Dann hatten wir ein paar Tage vor Ort in Los Angeles und saßen abends zusammen und haben was gegessen und haben uns gedacht, hey, man könnte doch eigentlich mal, und wieso denn eigentlich nicht? Das hat den Funken gelöst und da hat die Planung angefangen. Und so wird 2022 das Start-up-Unternehmen gegründet am Frankfurter Flughafen. Mut braucht man natürlich alle Male. Schwer ist es tatsächlich auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, gerade in Deutschland, weil einem doch der ein oder andere bürokratische Stein in den Weg gelegt wird. Aber letztendlich, ich glaube, wenn man an die Idee glaubt und wirklich der Überzeugung ist, dass das, was man macht, und das tun wir vollkommen, das Richtige ist, dann funktioniert es auch. Aktuell sind 18 Kuriere im Einsatz. Überhaupt kein Problem. In Bukarest, Bis gleich, ciao. Orlando, Singapur und gleich in Mallorca. Wir haben eine Anfrage. Ein Passagier hat in Mallorca am Privatjet-Terminal den Rollstuhl vergessen. Und dieser muss jetzt zurückgeholt werden von Mallorca nach München und da sollen wir uns jetzt einmal drum kümmern. Ihre Auftraggeber sind vorwiegend Spediteure, neben Kliniken und Laboren. Thank you very much. Goodbye. In deren Auftrag Nicolas heute unterwegs ist. 2500. Finnlands Archipel voraus, das größte weltweit. Mehr als 50.000 Inseln. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Helsinki-Vantaa Airport ist der größte Flughafen Finnlands mit 2 Terminals, 3 Bahnen und fast 13 Millionen Passagieren pro Jahr. Herzlich willkommen am Flughafen Helsinki. Bitte bleiben Sie unbedingt noch so lange angestellt sitzen, bis die Anstellzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. So, willkommen in Helsinki.
Den ersten Teil seiner Reise hat er geschafft. Jetzt geht's ins Hotel. Dann gucken wir mal, dass wir den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Und dann morgen geht's ab mit dem Taxi zur Abholung. Am Frankfurter Flughafen haben mehr als 250 Speditionen ihren Sitz. Eine der größten ist im Süden. Diese Lagerhalle ist fast 16.000 Quadratmeter groß. So groß wie 2,5, genau, Fußballfelder. Na gut, da kommen wir. Der Herr hier links ist der Schiedsrichter. Alles klar, danke. Lagerleiter Martin Kubacik. Hier in Frankfurt ist das größte Luftfracht-Hub weltweit von DB Schenker, weil die ganzen Geschäftsstellen von uns aus den deutschen Städten und Europa Fracht hier anliefern. Nachts über kommen etwa 300 bis 350 LKWs. Wir entladen hier ungefähr unter der Woche 450 Tonnen und in Spitzentagen, so was Weihnachten angeht, bis zu 800 Tonnen. Der Flughafen ist für Speditionen besonders attraktiv. Er liegt in der Mitte Europas und an dem größten Autobahnkreuz Deutschlands, sagt der Lagerleiter. Hier sehen wir die United nach Chicago, Lower Decks. Hier findet die Endkontrolle statt. Diese Einheit geht nach Incheon, Seoul und darf maximal 3 Meter sein. Und im Anschluss wird es nochmal nachgewogen. Der Kollege prüft es jetzt nochmal anhand dieser Konturstange, die geeicht ist als Q7, also für eine Boeing 747, den Jumbojet. Da ist eine Wasserwaage verbaut. Würde die jetzt hier anecken an einer Kante, ja, dann würde sie auch nicht in den Flieger passen, weil der Flieger ist nun mal rund. So ist alles im grünen Bleich, wir haben noch jede Menge Luft. Jetzt geht der Demi noch mal nach vorne, vergleicht das tatsächliche Gewicht mit dem Gewicht, was wir drauf haben, zieht Haare ab, weil das Material natürlich auch ein bisschen Gewicht hat. Und wenn dann alles passt, drückt er auf den Knopf und es geht raus. Jedes Gramm wird notiert. Das ist wichtig. Einmal Vorsicht für alle. So. Anhand des Gesamtgewichts des Frachtfliegers berechnen die Piloten später die Flugdaten. Alles klar bei dir? Martin Kubacik ist bei der Warenannahme. Nachts ist hier am meisten los, sagt er. Perfekt, das sieht gut aus. Ja, wir erwarten nämlich heute 530 Tonnen. Das wird ganz schön was abgehen hier, ne? Gut. Vor 21 Jahren hat er bei der Spedition angefangen, als Student, als Nebenjob. Nach seinem BWL-Studium ist er geblieben und ging zur Niederlassung am Flughafen. Meine Rolle ist hier, ich bin hier zuständig für Qualität und Sicherheit. Ich muss gucken, dass hier alles seinen richtigen Gang wird, das Chaos sozusagen unter Kontrolle halten, gucken, dass die Termine stimmen. Ja, hier Einsatzplanung, mit den Kollegen mich unterhalten, ganz wichtig, ich muss meine Rundgänge machen, dass die technischen Anlagen, Röntgenanlagen laufen, diese Checks durchführen, mit dem Sicherheitspersonal reden. Einfach so den Überblick behalten über alles, damit alles geordnet seine Wege läuft. Und was ist der erste Weg des Tages? Erster Weg wäre ins Büro Kaffee holen. 40% der Güter werden mit Passagierflugzeugen geflogen, 60% mit reinen Frachtfliegern, erzählt er. Machen wir mal das Tor auf. Asa, guck mal, hier ist Ladeliste München. Ich brauche das Packstück nach Dallas. Ja, 280 Kilo soll ziemlich groß sein. Das ist das Packstück. Produziert in München, geliefert nach Frankfurt per LKW. Der Kollege lädt das jetzt ab, dann wird das hier alles gescannt. Die gucken auf Vollzähligkeit, ist was beschädigt, nicht beschädigt. Wir unterscheiden in der Luftfracht zwischen beschädigt verladbar oder beschädigt nicht verladbar. Beschädigt verladbar wäre ein Kratzer, eine Delle, ein Riss an der Außenverpackung. Das ist nicht weiterhin dramatisch für uns. Das klassische beschädigt nicht verladbar wäre jetzt ein Sack Granulat, der angestochen ist und das Granulat läuft aus. Oder eine Flüssigkeit tritt aus. Das kann man natürlich in kein Flugzeug mehr verpacken. Das würde jeder Airline der Welt ablehnen. Die Röhre ist für eine Tiefbaufirma in Dallas. Die Spedition transportiert vor allem Auto- und Maschinenteile, aber auch Handys und Laptops.
Wow. Jetzt könnt ihr weiter abladen bitte und sag mal einem Bescheid, dass der mir das gleich auf die 2 stellt, ja? Jetzt geht es auf die Röntgenanlage. Und diese Anlagen sind die größten, die man in der zivilen Luftfracht kaufen kann. Also größere gibt es nicht. Wir können ungefähr 10 cm Stahl durchleuchten. Sind in der Röhre Drogen oder Waffen versteckt? Jedes noch so kleine Paket röntgen sie. Erst dann darf die Fracht auf den Flieger. So, wir sehen auch hier direkt, wenn die Lampen gleich anfangen zu leuchten, jetzt entsteht erst diese Strahlung. Das ist nichts anderes wie eine große Mikrowelle. Es strahlt nur, wenn wirklich Fracht drin ist und wenn das Bild ausgewertet ist. Hier die Bereiche sind schon doch relativ dunkel, ne? Das ist halt doch schon sehr massives Metall. In dem Fall würden wir heute den Hund dafür einsetzen, also Dog Detection, weil es ist relativ schnell und relativ sicher für den Hund. Der hat eine sehr gute Spürnase. Doch der Experte mit der Spürnase ist ziemlich ausgebucht. Die Röhre muss warten und wird zur Seite gestellt. Vom Logistiker vor Ort zum Kurier on board in Finnland. Nicolas Kipping, Guten Morgen. soll Stammzellen nach Basel transportieren. Eine Reise gegen die Zeit. Wir haben einigermaßen Puffer. Allerdings hoffe ich, dass die Sendung jetzt auch schon so fertig gepackt ist, dass wir sie direkt mitnehmen können. Weil sonst kann das natürlich den Zeitplan auch noch mal ein bisschen durcheinander werfen. Seine Challenge heute: 2500 Kilometer, 2 Flüge und jede Menge Regen. Hier ist es jetzt halt so wie heute, dass wir eine kurze Umsteigezeit in Frankfurt haben. Das ist natürlich immer noch mal Pressure, weil dann da Faktoren mit reinspielen, die wir halt wenig beeinflussen können, wie Flugverspätungen, Probleme bei der Fluggastbrücke etc. Und da müssen wir halt immer so ein bisschen schauen, dass das dann alles in der Ablauffolge passt. Erstes Ziel: Uniklinik Helsinki. I think we need to go here on the left side. Und die Frage: Wo ist das Labor? Here, that's perfect. Thank you. Hello, Nicolas? Hi, yeah, it's Nicolas. Hi. Nicolas wird schon erwartet von einer Wissenschaftlerin. Here and then Sie hat den Transport vorbereitet. Sehr gut. Thank you. Perfect. There it is. Die Stammzellen sind in dieser Box. Seit 30 Minuten. The box is fully loaded. In der Box Akkus, Kabel und ein Sensor, der die Temperatur der Stammzellen regelt. Ja, machen wir jetzt noch ein Bild, dass wir einmal dokumentieren, wie die Ladestände und die Füllstände in der Box sind. Jetzt zur Qualitätssicherung. Verpacken noch einmal die Kabel, dass wir alles mit dabei haben. Und dann sind wir auch soweit eigentlich schon fertig. Die Box ist quasi wie ein Laborschrank. Wir haben einmal die Wärmevorrichtung, dass das Ganze quasi auf einer körperähnlichen Temperatur gehalten wird. Und dann noch einmal das Trockeneis, was so ein bisschen die chemischen Werte in der Box beeinflusst. Und das ist quasi eine einzigartige Möglichkeit bis jetzt, diese Stammzellen so zu transportieren, damit man sie quasi von Labor zu Labor transportieren kann, um halt diese wichtigen Forschungen voranzutreiben. Jedes Jahr erkranken in Deutschland 13.000 Menschen an Leukämie. Eine Stammzellenspende ist oft die einzige Möglichkeit der Heilung, wenn Strahlen und Chemotherapie nicht wirken. Stammzellen helfen mittlerweile auch bei anderen Krebserkrankungen und bei Arthrose. Ein Ergebnis der Stammzellenforschung, die intensiv und weltweit betrieben wird, damit der Einsatz von Stammzellen noch erweitert werden kann. Die deutsche Knochenmarkspenderdatei kann auf Daten von 6 Millionen deutschen Stammzellenspender zurückgreifen. Weltweit auf über 22 Millionen. Und mit einer dieser Spenden ist jetzt Nicolas unterwegs. Thank you very much, Pierre, and see you next time. Fingers crossed, bye bye.
Die anvertraute Box wiegt 25 Kilo. Jetzt nehmen wir sie mal lieber hoch. Und ist ab jetzt Nicolas ständiger Begleiter. Good morning. Zack, zack. Als Stammzellenkurier darf er nicht selbst ans Steuer. Die Box darf auch nicht in einen geschlossenen Kofferraum. Sie muss immer griffbereit sein, im Falle eines Unfalls. Das wäre ärgerlich, aber solange es nur ein kleiner Unfall ist, das hatte ich auch schon mal, da hat das Taxi einen Reifenplatzer gehabt, dann springst du halt ins nächste. Deswegen versuchen wir auch gerade, wenn wir Zellen fliegen, immer auf Mietwagen zu verzichten zum Beispiel, damit wir direkt, sollte mal irgendwas sein, ins nächste Taxi reinspringen können, damit wir halt keinen Zeitverzug haben. Weil wir da wirklich gesetzte Zeitfenster haben, die wir dann halt nicht überschreiten dürfen, weil das dann die Zellen halt gefährden würde. Aber wir haben heute genug Zeit, würde ich nicht sagen, aber wir haben gerade noch einen guten Puffer. Mal gucken, jetzt müssen wir nur hoffen, dass es jetzt nicht noch Stau gibt. Um 19 Uhr müssen die Zellen wieder im Laborschrank liegen. Nichts darf jetzt schief gehen, sonst war alles umsonst. Our airline is Lufthansa? Yeah, this is the only terminal. Ah, okay. Ich würde sagen, wir sind noch gut in der Zeit, aber mal gucken. Erstmal Check-in und Zoll erledigen und dann können wir weiter sprechen. Perfect. Thank you very much, yeah? Alright. Thank you very much. Dann here we go, würde ich sagen. Lufthansa, hier vorne sind wir doch schon gleich. Sehr gut. Eingecheckt sind wir. Jetzt geht's zur Sicherheitskontrolle. Da müssen wir uns jetzt erstmal anmelden, weil die Sendung natürlich nicht durch die Röntgenmaschine darf, weil das die Sendung quasi beschädigen würde. Die Sicherheitskontrolle darf nicht gefilmt werden. Nächster Stopp, der Zoll. Bei dem geringen Warenwert ist das nur ein Stempel, aber da wir ja außerhalb der EU uns befinden, dann in der Schweiz, ist das dann einmal korrekt Export verzollt. Und dann haben wir auch alle Formalitäten hier in Helsinki erledigt. Hier, Zoll, Customs, da sind wir richtig. Hi, this is Nicholas Kipping speaking, company German Air Logistics. I have a stem cell shipment with me. Okay, just wait a couple of minutes. Okay, perfect. Thank you very much. See you. Okay, fine. Sehr gut. Jetzt kommt jemand und dann kriegen wir einen Stempel und dann ist gut. Alright, perfect. Thank you very much. In 40 Minuten ist Abflug. Allerdings nicht mit einer finnischen Airline. Einen Direktflug nach Basel gibt es nicht. Nicolas muss in Frankfurt umsteigen. Medizinische Transporte kann Nicolas bei der Airline anmelden. Dann darf er vor den Passagieren einsteigen. Jedes Risiko, jede Gefahr für die Stammzellen muss er vermeiden. Moin Moin. Hi. Das ist die besagte Stammzellensendung. Ja. Super, vielen Dank. Ja. Auch deshalb fliegen Stammzellen Business. Das elektronische Gerät hat seinen eigenen geschützten Fensterplatz. Wir gehen nochmal rein und dann haben wir hier das Display. Da sehen wir dann einmal wie lange läuft die Box schon, auf welcher Temperatur ist sie eingestellt, also in der Transportkammer. Sehen, wie viel CO2, also wie viel Trockeneis wir noch haben und auf welchen Parameterwert das CO2 eingestellt ist. Ein kurzes Foto. Dann können wir das Ganze auch schon wieder zumachen. Dann geht das jetzt einmal per Update, dass wir gebordet sind, in die Gruppe rein. Zack, weg ist es. Dann können wir jetzt einmal die Box noch fährt zurück mit dem Sitzgurt. Einen recht schönen Tag, sehr geehrte Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier an Bord. Es geht gleich los. Ich erwarte eine pünktliche Landung. Unser Startgewicht heute 78 Tonnen. Wir werden mit einer Geschwindigkeit von 280 Kilometer pro Stunde abheben. Im Reiseflug brauchen wir für 1 Kilometer nur 4 Sekunden. Wir werden Sie jetzt sicher und wohlbehalten nach Frankfurt bringen. Ich hoffe, Sie fühlen sich recht wohl bei uns an Bord. Nicolas informiert sein Büro über jeden aktuellen Schritt.
Schnelles Update geschickt. Meine Damen und Herren, Mobiltelefon oder Tablets können Sie sehr gerne weiterhin im Flugmodus benutzen. Sollte hier an Bord eines Ihrer elektronischen Geräte beschädigt werden, plötzlich sehr heiß werden oder zu rauchen beginnen, informieren Sie bitte umgehend die Kabinenbesatzung. Dies ist sehr wichtig. Vielen Dank. Die Passagierzahlen steigen seit der Pandemie nur langsam. Dagegen boomt die Luftfracht weltweit, auch bei den Speditionen am Frankfurter Flughafen. Martin Kuberczyk arbeitet als Lagerleiter beim viertgrößten Logistiker der Welt. Dort ist er für Qualität, Sicherheit und Betriebsablauf verantwortlich. Unter anderem bin ich auch für die Personalplanung hier zuständig. Wir sind am Standort 500 Mann, 250 gewerblich und wir arbeiten hier im Dreischichtsystem. Das heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen. Also bei uns ist immer was los. So, jetzt klingelt mich der Kollege an. Martin, hallo? Ah ja, grüß dich. Ja, ich weiß Bescheid, der Hundeführer kommt. Gut, danke, ich komme gleich raus. Das ist Kollege Thor, Berufsschnüffler. Sein Auftrag: Drogen kurieren, das Geschäft vermiesen. Er erkennt auch Sprengstoff. Er arbeitet im Auftrag einer Sicherheitsfirma, gebucht von der Spedition. Ich versuche den Hund jetzt an alle möglichen Öffnungen und Einlässe zu führen, an die man hätte was einbringen können, um einfach sicherzustellen, dass an diesen Einlässen und Öffnungen, wo der Hund was finden könnte, eben kein Sprengstoff zu finden ist. Die dicke Röhre könnte als illegales Versteck dienen, weiß Thor. Und das wollen wir eben ausschließen, weil die X-Ray das nicht ausschließen konnte. Kommt jetzt der Hund zum Einsatz als zweite Kontrollmethode, um dann sicherzugehen, dass alles sicher ins Flugzeug verladen werden kann. Job erledigt. Thor hat nichts zu bemängeln. Gut gemacht. Markus, und? Ihr könnt die Fracht freigeben. Ja. Ich würde der Kontrollkraft Bescheid geben, dass in der Fracht nichts ist, was auffällig wäre für uns. Wunderbar. Dann hast Feierabend. Was? Wir finden tatsächlich relativ wenig. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel keinen Sprengstoffalarm gehabt. Man sagt USBV, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Allerdings hatten wir die Jahre davor 1 bis 2 Fälle. Die 280 Kilo Fracht kann zum Flieger. Heute Chefsache. Hin und wieder mache ich das mal, gerade wenn wir neue Geräte kaufen. So draußen haben wir so schöne 15 Tonnen Dieselstapler. Das sind so Spielzeuge für große Jungs. Da macht man gerne mal eine Probefahrt. Jetzt ist doch schon ganz schön voll hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt noch durchkomme. Jetzt muss ich das ein bisschen anheben, sonst komme ich hier nicht durch. Da ist DFB, wunderbar, besten Dank. So, jetzt sind wir hier auf dem Dallas-Fort Worth-Platz nach USA. Und ich würde diese Kiste jetzt einfach hier an die Seite stellen. Dann passt das auch. In 14 Stunden ist die Röhre auf einem anderen Kontinent. Per Schiff wäre sie wochenlang unterwegs. Martin muss jetzt zum Gefahrgut. Trockeneis ist auch Gefahrgut. Das ist in der Box mit den Stammzellen. Die ist im Flieger nach Frankfurt. Noch wenige Minuten bis zur Landung. Parallelanflug mit dem Eintracht-Flieger. Alle 30 Minuten checkt Kurier Nicolas Kipping die Stammzellenbox. Wir sehen, es passt noch alles. Wir haben noch genug Trockeneis, das heißt fürs CO. Und Batterie ist auch bei 83%, das heißt, wir müssen jetzt nicht unterwegs laden. Auf der Langstrecke würden wir die Box jetzt anschließen. Wo schließt du die dann an? Ein Power Outlet, ganz normal. Also wir haben diverse Adapter auch immer dabei. Das heißt, wenn ich in die USA fliege, einen US-Stecker, für UK einen UK-Stecker. Und im Zweifelsfall hatten wir auch immer selber nochmal einen Converter dabei. Aber genau,
dann schauen wir, dass wir die Box während des Fluges drin haben. Ausgerechnet heute landet die Maschine auf der Nordwestbahn, kilometerweit entfernt vom Terminal. Herzlich willkommen auf dem Flughafen Frankfurt, meine Damen und Herren. Auch das noch. Sie rollen in den Osten auf eine Außenposition. Die Passagiere müssen mit dem Bus zum Terminal. Ja, gut, das ist natürlich zeitlich wieder so eine Sache, ne? Kostet uns jetzt alles Zeit, direkt vom Terminal 2. Das ist natürlich genau die andere Ecke des Flughafens jetzt, ne? Sein Anschlussflug ist im Terminal 1 Kilometer entfernt. Ein langer Weg. Lieber noch einmal die Box checken. Passt, sehr gut. Kann weitergehen nach Basel. Was sagt die Zeit? Doch, wird langsam eine knappe Nummer. Bus fährt ab, bitte festhalten. Gut, müssen wir schauen, dass wir uns gleich beeilen. Aber das Problem ist, dass halt auch die Uhr tickt mit der Box. Das heißt, wir müssen im Zeitfenster das Ganze abgeben. Dementsprechend wäre das schon ganz schön, wenn wir jetzt mitkommen würden. Gucken, dass wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Einen zweiten Flug nach Basel gibt es heute nicht. Ja, das ist ganz gut. Jetzt kommen wir direkt bei den Lounges raus. Das heißt, da können wir kurz reinspringen, einmal ausdrucken und dann direkt weiter zum Folgegate. Spielt uns das doch noch ein bisschen in die Karten. Das ist jetzt die Importverzollung für die Schweiz. Wir müssen dann quasi nur noch das einmal vor Ort vorzeigen und dann wird die Sendung geklärt. Und dann können wir auch schon zustellen. Wenn er nicht den Flieger verpasst. Sonst muss er Zug fahren oder im Extremfall einen Privatjet buchen. Das sieht doch gut aus, Gate Open. Also würde ich sagen, zack, zack. Ab zu A9. So. Tag 12.06 nach Basel. Wir sind zum Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und sagen auf Wiedersehen aus Frankfurt. Kuriere müssen volljährig sein und stressresistent. Sie sollten Englisch sprechen und fit sein im Organisieren. Liebe Fluggäste, dieser Bus bringt Sie nun zu Ihrem Flugzeug auf eine Außenposition. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Boah ja, das regnet ja ganz schön da draußen. Man muss da schon aufpassen, weil ja auch Elektronik mit drin ist. Geringes Spritzwasser hält sich schon aus, aber mehr sollte es da nicht sein. Nicht, dass es noch einen Kurzschluss gibt. So, jetzt wäre das schon ganz gut, wenn wir langsam reinkommen. So, das passt alles. Sieht gut aus. Lufthansa Starlines nach Basel. Die Flugzeit heute wird ca. 30 Minuten betragen. Mit Verspätung startet der Flieger Richtung Schweiz. Um 19 Uhr muss er beim Kunden sein. Nicolas bleibt optimistisch. Ändern kann er jetzt sowieso nichts. Darum genießt er das Leben als Kurier mit Lachs, versenkt im Sahnemeerrettich. Zurück nach Frankfurt und zu einem der größten Spediteure am Flughafen. Chemikalien, Batterien und andere gefährliche Gegenstände werden separat geparkt, sagt Lagerleiter Martin Kuberczyk. Wir haben hier unseren Gefahrgutbereich. Der ist absichtlich hier in einer Ecke von der Halle positioniert. Man sieht natürlich auch draußen, Pakete stehen, die sind nicht ganz so gefährlich. Die gefährlichsten stehen innen. Denn sollte es zu einer Havarie kommen, sind wir hier in einer Ecke, könnten im schlimmsten Fall die Türen schließen und man könnte weiterarbeiten. Würde das mitten in der Halle passieren und man was Brennbares hätte, müsste man den halben Bereich absperren. Und so würde die Produktion für 1, 2, 3 Stunden ausfallen und das wäre nicht optimal für den Tagesablauf. Eine der Hauptaufgaben für die Mitarbeiter? Flugzeugpaletten beladen, sorgfältig, nach Vorschrift, um die Kapazitäten bestmöglich zu nutzen. Denn es kommt auf jeden Zentimeter an. Tetris für Fortgeschrittene.
nennen sie das. Das müsste ein 777-Flieger sein, Boeing 777. Und ja, das passt so, ja, okay. Und wie gesagt, hier sehen wir auch das Besondere, wieder eine Schwerlastpalette für extra schwere Paletten. Auf so einer Palette kann man bis zu 9,5 Tonnen verladen. Im Anschluss kommt jetzt noch mal die Folie drüber. Wenn zum Beispiel Monsunregen in Asien ist, kriegen wir von den Kollegen eine Mail. Wir haben jetzt gerade Regenzeit, bitte doppelt, dreifach Plastik machen. Einfach um die Kartonage vor Wasser zu schützen. Wasser sucht sich seinen Weg bekanntlich von oben nach unten. Und das Problem wäre, wenn diese Kartons feucht würden, würde das alles in sich zusammenbrechen. Dann wird das Netz befestigt, das ist alles Handarbeit, dafür gibt es noch keine Maschine. Man muss sich vorstellen, auf dieser Einheit sind jetzt bestimmt 5, 6, 7 Tonnen drauf. Sobald Turbulenzen auftreten würden, würden die Packstücke durcheinander fliegen und das Flugzeug könnte in Instabilitäten kommen. Heute verlassen 80 Paletten die Halle, vorwiegend nach Nordamerika und China. Ich würde jetzt von allen Seiten ein Foto nehmen und sobald ich hier auf Enter drücke, kann man sich weltweit diese Fotos anschauen. Hintergrund der Sache ist, man sieht, dass diese Einheit hier in einem tadellosen Zustand ist. Und wenn sie, warum auch immer, wegen Turbulenzen, falschen Handling am Zielort, Umkippen, kaputt gegangen ist und wir Reklamationen vom Kunden kriegen, sagen wir, schaut her, so hat sie das Haus verlassen und so ist sie angekommen. Und schon hat man eine Diskussionsgrundlage, wo wir sagen, wir sind nicht mehr in der Haftbarkeit. Per Flugzeug ist die schnellste Art, Ersatzteile zu versenden, damit Produktionsbänder nicht stillstehen. Wir werden jetzt den ganzen Weg entlang der Schienen fahren, bis ganz am Ende, wo der LKW steht. Und es wird verladen, geht alles auch vollautomatisch. Und der Fahrer kriegt die Papiere in die Hand gedrückt. Und dann wird ihm noch vom Mitarbeiter hier gesagt, Termin 4 Uhr morgens bei Lufthansa, bitte anliefern. Und dann fährt er dahin. Mit über 1,9 Millionen Tonnen ist der Frankfurter Flughafen das größte Drehkreuz für Fracht in Europa. Weltweit liegt er auf Platz 16. Bis 2040 könnte sich das Frachtaufkommen verdoppeln. So, jetzt wird's eng. Per LKW werden die Paletten zu einem Unternehmen für Air Cargo Handling gefahren. Nur sie dürfen die Fracht später auf Flugzeuge verladen. Seit Jahren im Schichtdienst. Da muss die Familie mitmachen. So kommt man halt morgens nach Hause, sagt guten Morgen Schatz, sie fährt zur Arbeit und ich gehe ins Bett. Schichtdienst hin oder her. Lagerleiter bleibt sein Traumjob. Gerne bis zur Rente. In 20 Jahren. Es macht tatsächlich immer noch Spaß. Es gibt besondere Situationen, gerade das Menschliche. Ne? Man arbeitet mit einem Kollegen seit 20 Jahren zusammen. Man kennt die Kollegen fast besser wie seine eigene Frau zu Hause, weil man ja mehr Zeit hier verbringt. Und des Weiteren gibt es immer wieder spannende Fracht. Zum G20-Gipfel haben wir zum Beispiel 30 gepanzerte Limousinen geliefert. Die standen hier bei uns auf dem Hof und die müssen ja aus der Tiefgarage rein und raus gefahren werden. Wann kommt man denn schon mal dazu, so eine Luxuslimousine zu fahren? Das sind halt so die Momente, wo man sagt, wow, das war mal wieder ein toller Tag. Ne? Luftfracht eignet sich für alles, was schnell, geschützt und über weite Strecken transportiert werden soll. Wenn wir morgen früh herkommen, muss das alles schon wieder weg sein, weil die nächste Rolle fängt wieder an. Ja. Martin Kuberczyk und seine Kollegen bewegen täglich Tonnen, nur damit wir alle unsere Bestellungen bekommen. Endspurt beim Stammzellentransport. Kann der Kurier pünktlich in Basel liefern? Nicolas Kipping hat in 9 Stunden 2490 Kilometer zurückgelegt. 10 Kilometer hat er noch vor sich. (17:32). 31 Minuten. Statt 50 Minuten Flugzeit. Die Piloten konnten die Verspätung etwas aufholen. Einmal zum Zoll flitzen. Die Papiere haben wir eben ausgedruckt, das passt. Und dann rein ins Taxi und dann ins Labor.
Willkommen auf dem Euro-Airport Basel-Mühlhausen-Freiburg. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen erloschen sind. Super, vielen Dank. Ja? Sehr gerne. Tschüss. Ausgang Schweiz, das klingt doch gut. Das ist ja das Besondere hier in Basel, dass man den Euro-Airport hat, der halt auf der französischen, auf der deutschen und auf der Schweizer Seite ist. Für uns geht's raus auf der Schweizer Seite. Dementsprechend müssen wir noch einmal beim Zoll vorstellig werden, aber das sieht da vorne doch auch ganz gut aus. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr eigenes Gepäck bei sich tragen und es stets unter Aufsicht lassen. Unbeaufsichtigtes Gepäck wird vernichtet. Alles klar, das ging schnell. Vielen Dank. Zoll ist erledigt, das war eine Sache von 2 Minuten. Ab zum Taxi. Hi. Das war's. Danke. Super. So. Wie lange brauchen wir in etwa? Etwa 11 Minuten. 11 Minuten, super. 7 Uhr ist die Deadline. Also wir sind überpünktlich. Perfekt. So, nochmal schnell dem Team schreiben, dass wir unterwegs zur Auslieferung sind. Wäre er nicht pünktlich in Basel gelandet, müsste Nicolas mit der Box ins Hotel. Im Zweifelsfall hätten wir sie auch noch mal vielleicht im Hotel laden können, aber da wäre dann das Trockeneis das Problem gewesen, was wir hätten nachfüllen müssen. Also von da aus ganz gut, dass wir das alles so schnell geschafft haben jetzt. So, Endspurt. Kuriere arbeiten immer unter Zeitdruck, nicht nur bei medizinischen Transporten. Aber manchmal ist es schon sehr knapp. Gerade wenn wir auch für die Industrie unterwegs sind, wirklich ein Line-Stop ist, wo ein Bandstillstand ist. Da ist keine Deadline, da ist meistens der Timer, der rückwärts zählt. Und dann muss es ganz schnell gehen. Super, hier ist gut, hier ist gut. Perfekt, super. Vielen Dank, gell? Ankunft beim Auftraggeber. Vielen Dank, gell? Dann los. Auch hier wird Nicolas schon erwartet. Yes. Von einer Wissenschaftlerin. So, 18:19 Uhr. Ich würde sagen, das ist eine On-Time-Arrival und damit eine pünktliche Auslieferung. Sehr gut. Quickly make a picture. So, noch einmal kurz das letzte Bild. Wir sehen jetzt auch, die Box läuft jetzt schon 10 Stunden. Wir haben aber immer noch 69% Batterieleistung. Wir haben genug Trockenheiß. Das heißt, wir hätten jetzt noch ein bisschen Puffer gehabt. Wow. Ja. Mission erfüllt. Die Stammzellen sind schnell und sicher angekommen. Oder? Yes. Everything looks perfect. Die Stammzellen sind für ein wichtiges Forschungsprojekt für Krebspatienten. That's it. So, Box ist aus. Jetzt noch eine Unterschrift und dann ist der Job für uns erledigt. Die Box bleibt beim Kunden. Perfect. Nicolas schaut schnell nach seinem Rückflug. Noch liegt er gut in der Zeit. Er fliegt nach Hause zu seiner Freundin nach Hamburg. Hi. Nächste Woche sitzt er 5 Tage im Frankfurter Büro als Geschäftsführer. Dann fliegt er nach Miami auf eine Frachtmesse. Und bald ist er auch wieder als Kurier unterwegs.